Alright, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget, einer kleinen Änderungsidee meinerseits, die ich auch offiziell im Shakes and Fidget Discord vorgeschlagen habe. Die möchte ich euch mal vorstellen. Vorher noch eine kleine Ankündigung, heute 22 Uhr, 22:30 Uhr rum werde ich mal ein bisschen Livestreamen. Wir wollen die letzten Momente auf W50 erleben vor der Fusion. Vielleicht schaffe ich auch noch den ein oder anderen Dungeon, ja. Der wird ja quasi heute Abend fusioniert. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. HunVersaTV Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, freue mich drauf, wenn ihr mal Hallo sagen kommt. Ja, schauen wir uns mal den Vorschlag an, den ich gepostet habe. Und zwar das Shakes and Fidget Tavern Discord. Ich habe es ja zuletzt schon mal erwähnt. In der Dungeon-Pause-Idee hat diese Funktion in den Forums Open Topics Suggestions. Da haben sehr viele, ja, da kommen richtig viele Vorschläge rein, die man sich anlesen kann, die man auch bewerten kann. Teilweise führt es dann auch zu Reaktionen seitens Blaya, ob eben ein gewisses Feature approved ist, wie zuletzt eben die Geschichte, dass die Pilze demnächst bald versteckt werden und nicht mehr zum Skippen genutzt werden können, um die Free-to-Play-Spieler vor allen Dingen zu entlasten. Und ja, wichtig ist, wenn ihr selber mal einen Vorschlag schreiben wollt, es muss auf Englisch sein und ihr müsstet auf jeden Fall vorher über die Suchfunktion schauen, gibt es denn diesen Suggestion schon? Und das habe ich in dem Falle gemacht, habe nichts dazu gefunden und habe es eben jetzt auch gepostet. Moment, seht ihr das? Ja, das seht ihr. Ich möchte nämlich, dass das Expeditionstutorial nicht mehr automatisch abgespielt wird oder gespielt werden muss, wenn man mit einem neuen Charakter eine Expedition das erste Mal startet, sondern dass man das optional macht. Eggman vom Shakes and Fidget Discord hat sogar auch schon eine zusätzliche Option reingeschrieben. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, er hat eine dritte Option reingebracht. Könnte also ganz interessant sein, vielleicht gibt es das in naher Zukunft oder ferner Zukunft mal in einem Update. Warum kam ich auf die Idee? Das Ganze lag tatsächlich an W50. Als ich nämlich den Char dann gespielt habe und die Expedition gestartet habe, kam dieses Tutorial wieder. Und wie sieht das Ganze aus? Wir schauen uns das mal an. Ich glaube, auf EU6 könnte ich das mal machen. Wir gehen mal rein. Ja, ich habe keinen Mount, ist vollkommen egal. Ja, angenommen, wir sind auf einem neuen Char mit Level 1 oder wie auch immer, Level 2. Oder halt auch auf einen alten Char, den ihr wieder spielt. Als es die Expedition damals noch nicht gegeben hat, konntet ihr sie ja noch nicht spielen. Und wenn es sie jetzt gibt und ihr sie spielen wollt, ihr kennt sie aber schon. Ja, dann kommt eben jetzt auch das Tutorial. Und das Tutorial ist im Prinzip sehr gut. Also für neue Spieler ist das super, super wichtig. Aber für die, die es halt nicht brauchen, ist es halt eine kleine Zeitersparnis. Weil man muss sich hier auf jeden Fall durchklicken. Und das ist am PC noch relativ schnell zu machen. Auf dem Mobile dauert es einen Ticken länger. Und ja, wenn man halt nicht die ganze Zeit hat, so wie ich, will man halt eigentlich, wenn es geht, das vermeiden. Zumal es noch eine Sache gibt an diesem Tutorial, was natürlich im Prinzip schwierig ist, dass man natürlich gezwungen ist, jetzt Folgendes auszuwählen. Man muss definitiv die Sanduhr hier nehmen. Ja? Und es könnte ja sein, wenn wir das Expeditionstutorial sowieso nicht mehr spielen müssen, dass man mit der ersten Expedition auch einen viel besseren Reward bekommt. Ja? Das zum Beispiel wäre hier dann der Fall oder nicht der Fall durch die Expedition. Man muss das Hourglass nehmen, weil man natürlich auch skippen muss dazu. Dann muss man hier nochmal draufdrücken und dann ist es vorbei. Die Expedition ist zwar sehr einfach auf über 44 Punkte zu spielen in der Regel, aber dennoch, ja, sieht das Ganze halt aus wie hier. Und wir haben jetzt am Ende der Expedition halt unsere 75 Alu verbraucht, obwohl wir einen mega schlechten Reward bekommen haben. Also das kommt ja noch dazu, das habe ich gar nicht beachtet bei meinem Post, dass das natürlich auch ein herber Verlust darstellt, weil dann hätte man natürlich die kürzeste Quest nehmen müssen, um entsprechend wenig Verluste daraus zu haben. Und ja, ich habe mir halt überlegt, dass man entweder gefragt wird, ob man das Tutorial überhaupt spielen will, oder dass man hier im Gameplay-Bereich eine Einstellung hat, insofern brauchst du ein Expeditionstutorial oder nicht. Und Eggman hatte noch dazu geschrieben, dass man das vielleicht auch über eine Flag im Spiel technischer Art machen kann, dass ein Charakter, der in einem Account eingebunden ist, nicht mehr die Expeditionstutorial spielen muss, wenn er das schon mit einem anderen Account gemacht hat. Das sind 3 Möglichkeiten. Wenn ihr das Ganze auch interessant findet und auch geändert sehen wolltet, was ich hoffe, dass das passiert, dann geht mal bestenfalls wieder in die Suggestion rein und gebt diesem Ganzen einen kleinen Pfeil nach oben. So wie es Traken gemacht hat. Traken findet das Ganze also ganz interessant. Ja, da könnt ihr eure Meinung quasi damit äußern. Je mehr Pfeile nach oben da sind, desto höher ist halt die Chance, dass das
auch demnächst als Community-Wunsch mal reinkommt. Deshalb diese Sache mit den Suggestions, das habe ich zu wenig angeguckt in der Vergangenheit. Also mein Content auf Shakes and Fidget YouTube wird sich sehr stark auch dahin orientieren. Und ich möchte mich auch aktiver, wenn möglich, halt auch beteiligen im Discord. Das ist wirklich richtig nice. Das habe ich bisschen vernachlässigt, darüber werden wir mal in einem anderen Part reden. Das war's dann erstmal von mir. Wie gesagt, Livestream, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne vorbeischauen auf Twitch. Ich würde sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.